Stell dir mal vor, du könntest mit einer einzigen Investition deinen kompletten Ruhestand absichern. Einer Investition, die heute vielleicht kleiner ist, als du denkst. In der Kryptowelt geistert eine Zahl herum. Ein Gedankenspiel, das immer wieder für heiße Diskussionen sorgt. Die 0,6 Bitcoin-Formel. Die Idee ist einfach und ziemlich provokant. Könnten 0,6 Bitcoin wirklich reichen, um die Rentenlücke zu schließen und dir einen sorgenfreien Lebensabend zu sichern? Klingt fast zu gut, um wahr zu sein, oder? Wahrscheinlich ist es das auch. Aber genau das machen wir in diesem Video. Wir nehmen diese Formel auseinander. Wir schauen uns an, was dahinter steckt, welche extremen Annahmen man treffen muss, damit sie funktioniert. Und vor allem, welche realistische Strategie du heute starten kannst, um langfristig Vermögen aufzubauen. Egal, ob am Ende 0,6 Bitcoin dabei herauskommen oder nicht. Bleib dran, denn wir trennen hier den Hype von den Fakten. Und damit hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Boost Beyond, dein Zentrum für persönliche Finanzen und Selbstentwicklung, mit dem unterhaltsamen Roguelike Gameplay im Hintergrund. Im heutigen Video sehen wir das Spiel Superliminal, ein Puzzlespiel wie Portal, welches nicht ins Roguelike-Genre passt, aber die Abwechslung erhöht. In diesem Spiel ist Perspektive alles. In gewisser Weise passend zum heutigen Thema. Gegenstände können durch das Benutzen und Tragen in ihrer Größe verändert werden, um Rätsel zu lösen. Die Geschichte erzählt, dass wir träumen. Aber tun wir das wirklich? Wie im Spiel möchte ich dir durch meine Erfahrungen auf deiner finanziellen Reise und bei deinem persönlichen Wachstum helfen, während wir gemeinsam leveln. Wenn du neu hier bist, drück gern den Abonnieren-Button und wenn es dir gefällt, auch den Like-Button, damit diese Videos mehr Leuten empfohlen werden können. Zu Beginn jedoch ein wichtiger Disclaimer. Das hier soll keine Finanzberatung sein. Alles, was ich dir erzähle, ist meine persönliche Meinung, mein aktueller Wissensstand und meine Interpretation. Gut, jetzt geht's los. Fangen wir mit der unbequemen Wahrheit an, die wir alle spüren. Die Sicherheit, die unsere Eltern vielleicht noch mit der staatlichen Rente verbunden haben, gibt es für uns nicht mehr. Der demografische Wandel, die Inflation, die leise an unseren Ersparnissen knabbert, die niedrigen Zinsen, die das klassische Sparen bestrafen. All das führt zu einer Rentenlücke, die für viele von uns zu einer echten Bedrohung wird. Das Geld auf dem Sparkonto wird weniger wert, nicht mehr. Die Lebenshaltungskosten klettern, aber die Einkünfte im Alter werden das kaum tun. Wir stehen vor der Aufgabe, selbst die Verantwortung für unsere finanzielle Zukunft in die Hand zu nehmen. Genau aus dieser Unsicherheit heraus entstehen Ideen, die alte Wege in Frage stellen. Eine davon ist die Rente mit Bitcoin. Kommen wir nun zum Kern der Sache, die 0,6 Bitcoin-Formel. Woher kommt diese Zahl überhaupt? Wichtig ist, sofort zu verstehen, das ist keine wissenschaftlich bewiesene Formel aus einer Uni-Studie. Es ist ein Gedankenspiel, das auf eigenen, sehr optimistischen Prognosemodellen für den Bitcoin-Preis basiert. Manche Analysten, wie der Physiker Giovanni Santostasi, nutzen dafür sogenannte Power-Law-Modelle. Diese Modelle versuchen, den langfristigen Preistrend von Bitcoin mathematisch zu fassen, basierend auf seiner bisherigen Entwicklung. Sie gehen davon aus, dass sich Wachstumsmuster wiederholen und zeichnen so ein Bild von exponentiellem Wachstum über Jahrzehnte. Die Logik hinter dieser Formel ist simpel. Wenn der absoluten Knappheit von Bitcoin es wird nie mehr als 21 Millionen Stück geben und einer steigenden Akzeptanz durch Privatleute und große Institutionen prognostizieren diese Modelle eine massive Wertsteigerung. Die 0,6 Bitcoin sind also das Ergebnis einer Rückwärtsrechnung. Wie viel Bitcoin bräuchte man heute, damit der Wert in 20 oder 30 Jahren zum Leben reicht? Lass uns das Ganze einmal durchrechnen, aber mit der nötigen Vorsicht. Damit diese Formel aufgeht, müssen wir von mehreren optimistischen Annahmen ausgehen. Die Annahme 1, eine extreme Preissteigerung. Die Modelle hinter so einer Formel sagen Bitcoin-Preise voraus, die weit über dem heutigen Niveau liegen. Einige Modelle sprechen von einem möglichen Kurs von über 200.000 US-Dollar bis 2026 oder sogar $1 Million bis 2033.
Nehmen wir als reines Gedankenexperiment also an, ein Bitcoin wäre im Jahr 2045, wie es manche für möglich halten, 1 Million Euro wert. Dann wären 0,6 Bitcoin zu diesem Zeitpunkt 600.000 Euro. Annahme Nummer 2, die Entnahmerate. In der Finanzplanung gibt es die bekannte 4%-Regel. Sie besagt, dass du jährlich 4% deines Vermögens entnehmen kannst, ohne dass das Kapital schrumpft. Vorausgesetzt, der Markt spielt mit. Angewendet auf unser Beispiel könntest du von den 600.000 Euro jedes Jahr 24.000 Euro entnehmen, also 2.000 Euro pro Monat. Das könnte rechnerisch für viele die Rentenlücke schließen. Und Annahme Nummer 3, der Faktor Zeit. Dieses Modell hängt extrem vom Anlagehorizont ab. Für einen 25-Jährigen, der 40 Jahre noch Zeit hat, klingen solche Preisziele plausibler als für einen 55-Jährigen mit nur noch 10 Jahren bis zur Rente. Die ganze Magie liegt im Zinseszinseffekt über sehr, sehr lange Zeiträume. Wenn dir diese ehrliche Einschätzung gefällt, dann lasst mir gern ein Like da und abonniert diesen Kanal. Also, weg von der fixen Idee, mit einer kleinen Summe über Nacht reich zu werden. Konzentrieren wir uns lieber auf eine disziplinierte und realistische Strategie, mit der du Bitcoin als einen Baustein für den Vermögensaufbau nutzen kannst. Schritt Nummer 1. Finde deine Allokation. Kein seriöser Berater würde dir raten, alles auf eine Karte zu setzen. Wenn überhaupt, solltest du Bitcoin mit einem kleinen Teil deines Gesamtportfolios ausstatten. Etablierte Vermögensverwalter empfehlen in der Regel eine Allokation im Bereich von 1 bis 5%. Schritt Nummer 2. Beschäftige dich ausgiebig mit Bitcoin. Je mehr du weißt, desto gelassener bist du in Crashphasen, weil du weißt, was du hast. Wenn du sicherer bist, erhöhe deinen Prozentsatz an Bitcoin in deinem Portfolio schrittweise. Schritt Nummer 3. Nutze das Dollar Cost Averaging, DCA. Der Versuch, den perfekten Kaufzeitpunkt zu erwischen, ist so gut wie unmöglich. Viel schlauer ist die Durchschnittskostenmethode. Das heißt, du investierst eine feste Summe in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel 50 oder 100 Euro jeden Monat. Egal, ob der Kurs gerade oben oder unten ist. Bei niedrigen Kursen kaufst du mehr Anteile für dein Geld, bei hohen weniger. Über die Zeit glättet sich so der Einstiegspreis und du nimmst die Zyklen des Marktes mit, ohne dir ständig den Kopf zu zerbrechen. Der Satz Zeit im Markt schlägt Timing des Marktes ist hier Gold wert. Schritt Nummer 4. Wähle die richtige Plattform und Verwahrung. Für den Kauf gibt es heute unzählige einfache Wege. Regulierte Börsen und Broker in Deutschland oder Europa bieten oft simple Sparplanfunktionen an. Alternativ gibt es auch Wertpapiere wie ETPs oder ETFs, die den Bitcoin-Kurs abbilden und die du in dein normales Depot legen kannst, ohne dich um die Technik kümmern zu müssen. Aber gerade wenn du langfristig denkst, kommst du um ein Thema nicht herum: die Selbstverwahrung. Der Leitsatz der Kryptowelt lautet: Not your keys, not your coins. Nur wenn du deine Bitcoin auf einer eigenen Hardware-Wallet sicherst, eine Art USB-Stick für Kryptos, gehören sie wirklich dir und sind vor Börsenpleiten oder auch Hackerangriffen geschützt. Aber reden wir Klartext, denn nur die Chancen zu beleuchten wäre unverantwortlich. Das größte Risiko ist und bleibt die extreme Volatilität. Ein Wertverlust von 50% oder mehr innerhalb weniger Monate ist bei Bitcoin nichts Ungewöhnliches. Du musst mental bereit sein, solche Phasen auszusitzen, ohne in Panik zu verkaufen. Wer langfristig denkt, kann diese Tiefs sogar als Kaufgelegenheit im Rahmen seiner DCA-Strategien nutzen. Das zweite große Risiko ist die Regulierung. Auch wenn die Einführung von Bitcoin-ETFs in den USA ein riesiger Schritt war, können Staaten jederzeit neue Gesetze erlassen, die den Besitz oder den Handel oder die Besteuerung von Kryptowährungen verändern. Und das bringt uns direkt zu den Steuern in Deutschland. Man hört immer wieder, Gewinne sind nach einem Jahr Halten komplett steuerfrei. Diese Grundregel für private Veräußerungsgeschäfte gilt tatsächlich und sie ist ein riesiger Vorteil für Langzeitinvestoren. Aber es gibt keine Garantie, dass es immer so bleiben wird.
Was bedeutet das jetzt alles für dich? Die 0,6 Bitcoin-Formel ist ein spannendes Gedankenspiel. Sie ist ein Symbol für das krasse Potenzial, das viele im Bitcoin sehen. Die eigentliche Erfolgsformel ist leider nicht ganz so aufregend, aber dafür unendlich viel wirksamer. Disziplin. Beginne mit einer kleinen Allokation, die zu dir und deinem Risikoempfinden passt. Investiere konsequent und automatisiert über einen Sparplan. Und sorge dafür, dass dein Gesamtportfolio breit aufgestellt ist. Und lerne, wie du deine digitalen Werte sicher verwahrst. Wenn du diesen Weg gehst, baust du stetig und kontrolliert Vermögen auf. Ob am Ende 0,2, 0,6 oder ein Bitcoin auf deinem Portfolio liegen, ist dann vielleicht gar nicht mehr die wichtigste Frage. Die wichtigste Frage ist, ob du die Kontrolle über deine finanzielle Zukunft übernommen hast. Und jetzt bist du dran. Was hältst du von diesem 0,6 Bitcoin-Modell? Purer Optimismus oder ein realistisches Szenario für die ferne Zukunft? Wie viel Prozent deines Portfolios würdest du maximal in so eine volatile Anlage wie Bitcoin stecken? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Lasst uns sachlich und konstruktiv darüber diskutieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit er mehr Leuten vorgeschlagen werden kann, um auch deren Investitionsverhalten und langfristiges Denken zu verbessern. Mein Plan ist, ab dem nächsten Video eine Serie von mehreren Videos mit einem auf dem Kanal wohlbekannten Roguelike zu machen. Lasst euch überraschen und schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das gefällt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card.
Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated.